Ich möchte dann starten. Ich hoffe, dass ihr mir alle hört. Wir haben doch eine enorme Geräuschkulisse hier. Ihr dürft auch ein bisschen näher hergehen. Zum Thema Tanksanieren. Das Thema ist ich habe vor 25 Jahren schon erkannt, im Bereich Fahrzeugtechnik in Form von Stahltanks, dass wir ein Problem bekommen werden. Und dementsprechend habe ich darauf hingearbeitet, eben eine Lösung zu finden, um in Tanks oder um den Verbraucher eine Lösung zu bieten, wie man Tanks saniert. Und in dieser ganzen Zeit, in den 25 Jahren, ist letztendlich jetzt ein Konzept entstanden, ein Lösungskonzept entstanden, um Tanks zu sanieren. Auch große Tanks, dort wo wir auch bis zu 100 Liter Tanks, aber auch Tanks, die fest eingebaut sind, zum Beispiel in Gabelstaplern und in Baumaschinen. Und diese Lösung möchte ich Ihnen jetzt mal im Grundsatz erklären. Das Hauptproblem bei den Tanks haben wir heute Morgen im Vortrag gehört. Wir haben einmal Korrosion, zum andererseits haben wir auch massive Verschmutzungen durch Schlammablagerungen vom Kraftstoff selber. Der Rost, sage ich mal, ist das wenige Problem. Die Schlammablagerungen sind das Hauptproblem. Wenn ich jetzt einen Tank aus den 50er Jahren habe, dann haben wir, was wir auch im Bild gesehen haben, so eine gummiartige Beschichtung drin oder Ablagerung drin. Und diese gummiartige Beschichtung ist mit keinem Lösungsmittel lösbar, weil Benzin ist schon ein gutes Lösungsmittel und das Material stammt aus Benzin. Deswegen kann man das nur mechanisch reinigen. Also man kann schon versuchen, mit Aceton oder auch mit sagen wir, Industriereiniger das zu lösen. Letztendlich geht es aber darum, dass diese Ablagerungen mechanisch gelöst werden müssen. Dazu kann man in den Tanks Schrauben, Spackschrauben reingeben, also scharfkantiges Material zum Beispiel, auch Muttern. Und das entweder mit der Hand schütteln, wenn es nicht so stark ist, oder auf eine Drehbank oder auf einen Betonmischer spannen. Ja? Oder man modifiziert den Betonmischer etwas, sodass man vielleicht die Trommel abschneidet und ein paar Spanngriffe oder Halterungen aufschweißt, um letztendlich den Tank zu fixieren, sodass er nicht beschädigt wird, sodass er nicht runterfallen kann, keine Beulen bekommen kann und so weiter. Wenn der grobe Schmutz draußen ist, dann kann man mit der Entrostung beginnen. Und die Entrostung, das kann man natürlich auch sagen wir mal, mechanisch machen durch Strahlen oder eben durch Korundmaterial oder durch Gleitschleifsteine, die man reingeben kann, oder auch chemisch. Und die chemische Version, dort habe ich jetzt einen Rostumwandler entwickelt, der wassermischbar ist. Und das ist dieses Produkt hier. Hier handelt es sich um einen Hochkonzentrat, was mit Wasser abmischbar ist, bis 1:60. Das heißt, ich kann mit einem Liter Rostumwandlerkonzentrat 60 Liter Rostumwandlergemenge herstellen, um somit den Tank randvoll zu füllen. Somit erreiche ich alle Metalloberflächen. Das Ergebnis, das habe ich hier präsentiert. Wir haben hier 3 Muster. Einmal im Bremssattel. Ich will hier zeigen die unterschiedlichen Materialien. Wir haben hier einen Guss, wir haben hier einen ST 730 und hier haben wir ein Hufeisen, unbekanntes Material. Das Ergebnis ist, dass wir die Oberfläche entrosten. Und sag mal, der Rostumwandler ist nicht der chemische Vorgang, weil Rost kann ich nicht umwandeln. Ich kann Rost höchstens unterwandern und ihn ablösen. Und das kann man hier in dieser Probe ganz genau sehen. Das Rostumwandler Wasserflüssigkeit wird den Rostschichten unterwandern. Jetzt habe ich natürlich unterschiedlich starke Rostschichten. Das heißt, die Rost gibt immer Plattenform und es dauert eine gewisse Zeit, bis das Rostumwandler-Wassergemisch unter den Rostpartikel unterwandert und abhebt. Und es kann bis zu, sagen wir in der verdünnten Form, kann bis zu 2-3 Tage dauern oder auch länger. Ja. Es kann sein, dass man auch mal eine Zwischenreinigung machen muss, dass man das Gemenge wieder ablässt und letztendlich nochmal nachspült, vielleicht mit dem Hochdruckreiniger rein. Das gilt eigentlich, alle Möglichkeiten, die ich habe, gelten hier, um hier den Tank sauber zu bekommen. Wichtig ist, dass die Oberfläche porentief rein wird, weil denn nur auf einer wirklich porentiefen, reiner Oberfläche
kann auch später die Beschichtung haften. Ja? Der entscheidende Punkt jetzt hier, wir haben Tanks, dort was wir festgestellt haben, dort wo eine Zunderschicht drauf ist. Ja, das ist eine reine Kohlenstoffschicht und unter dieser Kohlenstoffschicht ist unter anderem auch noch Ölrückstände von Benzin oder auch Zweitaktgemischen. Ja? Und auch das muss weggemacht werden. Das heißt, eine rein optische Oberfläche, die optisch blank ist, muss nicht unbedingt perfekt sein für die Entrostung bzw. für die nachgehende Beschichtung dann. Deswegen empfehle ich immer, auch wenn zum Beispiel ein Neutank kommt, der innen mit einem Korrosionsschutzmittel konserviert wurde, auch den nochmal mit einem Roststromwandler Wassergemisch intensiv zu reinigen, sodass man auch eventuell unter die Zunderschichten kommt und das Material löst. Der Punkt ist die Oberfläche, hier sieht man zum Beispiel die Waldspuren noch, hier kommen die Waldspuren raus vom Blech, ja, dass diese Oberfläche genauso ausschaut wie hier. Also beschichten Sie nicht auf Oberflächen zum Beispiel jetzt wie hier. Ja. Das würde auch funktionieren, aber wir haben letztendlich mit der Beschichtung keine hundertprozentige Haftung des Materials. Ja. Zur Beschichtung selber. Es gibt am Markt verschiedene Komponenten, unter anderem auch Zweikomponentenmaterial, welches meiner Meinung nach von der Viskosität zu hoch ist. Insbesondere, wenn ich einen großen Tank habe mit 100 Liter, wenn ich da eine honigartige Flüssigkeit reingebe, wie will ich die Flächen alle erreichen? Insbesondere, wenn ich Schwankbleche drin habe, werde ich die nicht erreichen. Deswegen gehen wir den Weg mit der Beschichtung, indem wir ein Einkomponentenharz einsetzen. Es ist ein Polyurethanharz, also ich nenne das jetzt einfach mal kalthärtenden Kunststoff, der mit einem Lösungsmittel gelöst ist. Und dieses Lösungsmittel ist eben in der Lage, die Metallporen einzudringen und dort eine perfekte Vernetzung zu schaffen. Und die Vernetzung ist so gut, dass also ich habe hier jetzt ein Musterblech, die Vernetzung ist so gut, dass ich hier praktisch das Blech bearbeiten kann, ohne dass der Lack abplatzt. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt bei einer Beschichtung. Letztendlich ist es so, dass es hier nicht die Schichtstärke entscheidend ist, sondern die Haftung auf dem Material. Denn was wird Benzin machen? Benzin kann einen Kunststoff verändern. Er wird den Kunststoff immer weicher machen. Das heißt, wenn die Beschichtung weich werden würde, dann wird sich das Material von der Oberfläche ablösen. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, dass die Beschichtung in die Oberflächenstruktur des Metalles eindringen kann, sich vernetzen kann und letztendlich eine perfekte Haftung schafft. Ja? Und mit dieser perfekten Haftung habe ich nämlich genau das erreicht, was ich im Tank brauche. Im Tank haben wir eine Situation, insbesondere wenn ich jetzt so einen Tank habe wie hier beim BMW-Tank, dieser Tank ist praktisch dem Sonnenlicht ausgesetzt. Hier habe ich Temperaturen, die Metalloberfläche kann Temperaturen haben von 60, 70 Grad, ja, wenn den ganzen Tag die Sonne drauf brennt. Was passiert, wenn dann ein Platzregen kommt? Dann wird das schnell abkühlen, das heißt, der Tank in der Größe wird eine enorme Expansion erfahren. Das heißt, der Tank bewegt sich eigentlich Tag und Nacht ständig so. Und das Entscheidende ist, dass die Beschichtung auch diese Bewegung mitmacht. Und das ist letztendlich der entscheidende Punkt bei einer Tanksanierung, dass die Beschichtung diese Expansion, also die Dehnung des Tankes, perfekt mitmacht. Und dazu brauche ich natürlich auch eine perfekte Haftung dazu. Zur Anwendung selber. Das Material wird eingesetzt nach der Reinigung oder nach der Spülung, nach der Entleerung des Roststromwandler Wassergemisches empfehle ich immer mit Aceton zu reinigen. Warum Aceton? Aceton ist wassermischbar und wird das Roststromwandler Wassergemisch mit aufnehmen und ich werde es sehr schnell aus dem Tank bekommen. Und somit entferne ich sehr schnell das Wasser und erreiche hier eine perfekte Oberfläche, weil der Roststromwandler wird natürlich auch am Grundmaterial das Material aufnehmen, also abtragen und es entsteht so ein schwarzer Schlick. Und auch dieser Schlick muss raus, ganz wichtig, weil wenn dieser Schlick nämlich drin bleibt, dann trocknet er fest und dann werde ich auch nicht mehr lösen können, weil es schon gelöst ist, das Material. Ja?
Das heißt, es bleibt dann Materialrückstände und diese Materialrückstände werden letztendlich sind wieder nachteilig, also es ist ein optischer Fehler sozusagen, also es ist nicht prinzipiell jetzt, dass es hier jetzt für die nachgehende Beschichtung schlecht wäre, aber das Ergebnis letztendlich, wenn ich reinschaue, ist sehr schlecht. Und deswegen Empfehlung, direkt nach dem Entfernen des Rost- und Wassergemisches den Tank mit Aceton zu reinigen. So, wenn das gemacht wird, wird die Flüssigkeit eingesetzt. Wir haben hier ein Einkomponentenharz, also wir brauchen keine B-Komponente. Das heißt im Nachgang, ich habe Zeit. Also ich habe 3–4 Stunden Zeit für die Verarbeitung, bis es antrocknet. Und ich kann die Restmengen, die aus dem Tank wieder rausnehmen, für die Zweitbeschichtung verwenden oder für den nächsten Tank. Ja? Voraussetzung ist natürlich, dass Sie perfekt gearbeitet haben. Ja, das heißt, dass wirklich der Tank innen eine perfekte Oberfläche hat. Ja? Letztendlich reicht es, wenn man den Tank durchschwenkt. Ja? Wir haben natürlich bei Fahrzeugen, insbesondere jetzt bei größeren Tanks von Pkw, Schwallbleche drin. Und diese Schwallbleche kann ich erreichen, indem ich den Tank schüttle. Ja? Die Flüssigkeit rein und den Tank schütteln. Dadurch verspritzt das Tankversiegelungsharz im Tank und wird auch die stehende Bleche erreichen. Wichtig ist, in dem Fall, wenn ich jetzt in den Tank stehe, ich habe zum Beispiel Entlüftungsbohrungen, ich habe Entlüftungsrohre, die reingehen, auch Abnahmerohre, die müssen natürlich dann nachher kontrolliert werden und freigeblasen werden, sodass die Beschichtung nicht die zumacht. Ja, ganz wichtig. Also das müssen Sie sich im Vorfeld im Klaren sein, wenn Sie in so einen Tank aufarbeiten, dass hier wirklich nicht schief gehen kann, weil Sie haben nur einen Versuch. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt nur einen Versuch. Ja. So, dann zu den Tanks selber. Wir haben natürlich jetzt von der Tankgeometrie, wir haben jetzt einen BMW-Tank. Hier als Beispiel haben wir noch eine rote Farbe drin, was wiederum relativ hohe Schwierigkeit gibt. Aktuell ist es so, dass diese rote Farbe, die Original-BMW-Farbe, die geht raus mit dem ethanolhaltigen Kraftstoff. Das heißt, es lösen sich ganze Flatten ab, also flächenmäßig löst sich ab. Man muss natürlich solche Tanks vorher perfekt reinigen. Also nicht auf eine bestehende Beschichtung oder Lackierung arbeiten, sondern letztendlich hier auf perfekter Oberfläche. Wir haben jetzt hier verschiedene Tanks, also der ist unbehandelt. Wir haben hier einen fertigen Tank auch hier. Können wir auch noch mal reinschauen oder später mal reinschauen, wie das Endergebnis dann ausschauen wird. Wir haben aber auch hier einen neuen Kanister mal beschichtet, so wird die Oberfläche dann herauskommen. Ja. Ja. So, der transparente Oberfläche, warum transparent? Hier kann ich natürlich immer wieder im Nachgang den Tank mal kontrollieren, was passiert unter der Beschichtung. Ja? Ich werde immer öfter mal gefragt, warum ich das nicht einfärbe. Und das werde ich ganz einfach erklären. Erstens, keinen Einblick auf das Grundmaterial und B, Farbe ist immer ein Füllstoff. Und dieser Füllstoff führt dazu, dass ich keine 100%ige Beschichtung habe. Das heißt, ich habe dann eine Beschichtung wie ein Schweizer Käse. Ja, das heißt, der Farbstoff ist keine Beschichtung, sondern schwächt die Beschichtung im Nachgang. Ja. Und deswegen setzen wir keine Farbe ein. Das wäre möglich, aber bewusst eben nicht. Ja. So, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann dürfen Sie sie gerne stellen. Wie viel brauchen wir jetzt zum Beispiel vom Material, um so einen Kanister zu beschichten? Ja, das ist jetzt ein 20-Liter-Kanister. Wir brauchen hier circa einen halben Liter Rostumwandler. Also wenn er total verrostet wäre, wenn wir jetzt Extremsituationen haben. Und 250 Milliliter Tanksiegelharz bei zweifacher Beschichtung. Kleinere Tanks wie Motorradtanks bis vom Moped-Tank von 5 bis 10 Liter reichten in 175 Milliliter Tanksiegelharz. Und natürlich jetzt bei Großtanks, also von 40, 60, 80, 100 Liter, setzen wir 1/4 Liter Rostumwandler ein
und 500 Milliliter Tanksiegelharz. Ich meine, das sieht ja richtig super aus von der Oberfläche her. Das heißt, das Material ist so dünnflüssig, dass es reingeben, schütteln, dass es sich möglichst optimal verteilt und dann den Rest praktisch wieder rauslaufen. Richtig, ja. Genau. Das wäre die optimale Lösung. Ja. Und dann verteilt sich das so schön, wie es aussieht. Wichtig ist, dass Sie im Nachgang den Tank immer wieder drehen, sodass keine Pfützen entstehen. Wir haben das bewusst gemacht, wir haben mal eine Pfütze produziert. Das wird dann so ausschauen wie hier. Genau. Ja. Das ist jetzt kein Nachteil, es wird auch halten, das ist nur ein optischer Fehler. Ja. Okay. Das heißt, ein Autotank soll man praktisch komplett verschließen dann, dass man richtig Schüttler hat, Liebenkopf und so. Also beispielsweise ein BMW-Tank. Genau. Ein BMW-Tank, der hat ja die Hülle drin, die ist ja links und rechts praktisch. Den sollte man dann komplett verschließen, dann richtig. Wie ein Barmixer. Also. Wichtig ist, dass Sie, wenn Sie, schauen Sie her, Sie arbeiten ja vorher immer mit Rost- und Wassergemisch. Sie wissen ja, welche Restmengen rausgehen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei einer Tankgeometrie wie hier, wir haben hier eine Sigge drin. Ja? Und diese Sigge führt dazu, dass ich den Tank nicht komplett restentleeren kann. Ja? Das heißt, es wird immer von 50 Milliliter bis vielleicht 200 Milliliter Tanksiegelharz im Tank zurückbleiben. Und diese Restmenge muss raus. Ja? Was Sie rausgeben können über die Einfüllöffnung oder über den Benzinhahn oder Verschlussöffnung, wie auch immer, nehme ich raus. Wenn die Restmenge zurückbleibt, dann muss ich eventuell das auch absaugen, indem ich eine Katheterspritze nehme, einen Silikonschlauch und mit einem Kabelbinder an einem Schweißdraht festmachen, in den Tank rein und absaugen, ja, dass diese Menge abgesaugt wird. Wenn ich eine Restmenge habe von meinetwegen 20 Milliliter sind 1,5 Esslöffel voll, ja, die kann ich im Tank dann verlaufen lassen, indem ich dann den Tank nach jeder Stunde einmal weiter drehe, ja, sodass praktisch die Flüssigkeit im Tank verläuft. Und wenn Sie das perfekt machen, dann lassen Sie die Streifen so laufen, dass man es nicht sieht. Ja, als Beispiel. Ja. Ja, genau. Zum Beispiel. Das heißt, ich muss im Endeffekt dann den Tank permanent drehen, weil die Flüssigkeit ja doch relativ dünnflüssig ist. Permanent nicht, das reicht. Das kommt jetzt auf die Temperatur drauf an. Ja. Die Temperatur empfehle ich immer ab plus 15 Grad. Okay. Drunter dauert der Antrockenprozess relativ lange. Okay. Ja. Legen Sie die Tanks auch nicht in die Sonne, weil es dann zu heiß wird. Also größer 35 Grad wird das Harz bereits vorher auskristallisieren und wird keine perfekte Oberflächenbindung schaffen können. Brauche Zeit, ja. dass es in Ruhe. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Okay. Und von der Flüssigkeit her, wie zähflüssig ist es? Relativ dünnflüssig, wie Wasser? Das ist fast wie Wasser. Ah, ja, okay. Ja, ist fast wie Wasser. Ja. Okay. Wie lange muss der vertrocknen, der Tank? Der muss ja bestimmt 14 Tage reichen. Ja, der muss jetzt, es kommt darauf an, wie jetzt die Geometrie ist. Das muss ja raus, das Lösung. Ja, das Tanksiegelharz trocknet ja auch mit Luftfeuchtigkeit aus. Ja. Das heißt, je feuchter es ist, desto besser ist es. Wenn ich ihn natürlich jetzt mal belüften kann oder an einen gut zugigen Ort stelle, ja, umso besser. Also die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit und dauert natürlich dementsprechend länger. Ja. Aber es ist doch besser, wenn Luft reinkommt irgendwie. Richtig, ja. Natürlich schauen Sie her, wie will da viel Luft reinkommen. Ne? Das heißt, das ist begrenzt. Ich kann höchstens... Ich denke in einem halben Jahr genau nur so wie heute. Ja, doch, das ist relativ. Aber so ein Tank, ich sage 7 Tage bei Raumtemperatur, so eine Tankgeometrie, den würde ich 14 Tage geben. Oder ein Autotank auch mal länger. 14 Tage, ja. Das muss ja so Bevor ich den mit Benzin wieder befülle. Ja. In der Entrostung hätte ich eine Frage. Das Medium muss ja überall rankommen. Das heißt, ich fülle so einen Tank bis oben hin, oder wie stellen wir das vor? Oder? Ja, so ein Tank ist ein bisschen schwierig, weil hier praktisch hier in der Regel sind auch die Italiener oder die Japaner die haben hier sogenannte Schwankrohre drin. Ja. Das heißt, ich kann den Guide vollfüllen. Wenn ich den vollfülle, steht der in dem oberen Bereich oder die Tankdeckel sind versenkt, genauso wie hier. Das heißt, ich muss den auf zweimal entrosten, indem ich hergehe, hier zumache, ja, mit einem geeigneten Verschluss und den Tank drehe. Ja, das heißt, dass jetzt erstmal die Oberfläche entrostet wird. Ja. Wenn das gemacht ist, ich fülle den auf bis es zum Tankeinfüllstutzen jetzt rauskommt. So füllen Sie es auf. Ja. Und dann machen Sie die andere Seite, weil sonst kriegen Sie so Tankgeometrie bekommen Sie nie ganz voll. Wie lange muss das Medium an der Fläche? Kommt darauf an, wie tief der Rost sich reingefressen hat. Ja? Das kann jetzt von Flugrost von 20 Minuten
bis eine Woche dauern. Ja. Das wollte ich wissen. Ja. Du musst aufpassen, die Roste kommen noch durch unter die Dinger. Sicherlich ist es wichtig, dass Sie, noch ein ganz wichtiger Punkt, sowas ist natürlich, hat den höchsten Schwierigkeitsgrad, das muss man ganz klar sagen. Das denke ich schon, ja. Ja, weil der Tankdeckel versenkt ist und ich darf natürlich hier den Lack nicht beschädigen. Ja. Das heißt, ich muss das hier perfekt abkleben. Ja, wenn die Arbeit müssen draufkommt, macht die dem Lack was, oder? kurzfristig nein. Weil das jetzt, du musst aufpassen, wie die Sau abdichtet, dass auch kein Wasser Sicherlich, wir haben jetzt hier, der ist liniert, wir haben Tanks, da sind Aufkleber drauf, ja? das sind Sticker aufgeklebt. Wenn natürlich jetzt hier Rostumwanderflüssigkeit runterkommt, geht der Kleber raus. Ne? Also da löst sich ab, da muss man aufpassen. Ja. Bei einem Autotank, den ich danach dann lackiere, ist das einfach. Aber habe ich jetzt einen hochwertig lackierten Tank, zum Beispiel hier ein Original Patina, ja? Sowas erhalte ich. Ja, und da muss ich natürlich perfekt vorgehen. Und das, was jetzt hier gemacht wurde, die Arbeit, die hier jetzt geleistet wurde, ist perfekt hier. Ja. Können Sie sicher ein Bild von machen. Die Arbeit, die hier geleistet wurde. Ich muss erst mal bewerten, wie stark ist der Rostbefall. Und darauf muss ich zurückschließen, wie lange lasse ich denn das Zeug da drin. Richtig, ja. Richtig. Das ist so ein bisschen eine kleine Empirik da, oder? Ja, ich sag mal, Tanksanierung ist jetzt nicht am Nachmittag gemacht. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist ein größtes Projekt. Ja, aber ich habe hier schon gehört, das ist wunderbar zum selber machen. Und, ja, ich sag mal, das ist jetzt das Verkaufsversprechen. Ja. Der Vorstandsmitarbeiter gesagt hat, wenn es nichts wird, ist man selber schuld. Weil ich auch gefragt habe, wenn ich einen Tank einschicke, machen ihr das auch? Nein, das können wir nicht mehr leisten, weil dann, wenn wir jetzt sowas beginnen würden. Ich verstehe mich richtig. Ja, also, das ist ehrlich als Laie. Es ist so, wir arbeiten mit einem Partner zusammen. Ja. Der das professionell macht und letztendlich würde ich das Ihnen anbieten, das mit ihm Kontakt aufzunehmen und letztendlich im Detail besprechen, was Sie haben. Ja, dass man jetzt genau über das diskutiert, was man dann vorfindet. Ja. Weil das ist nicht, dass Sie mit einer falschen Erwartung hier losziehen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe Sie gut, aber ich bin auch der Meinung, ich habe keine Berührungsangst, aber ich sage, jedem Designer, der was kann, der soll es machen. Ja. Und ich habe es noch nie gemacht. Müsste ich jetzt erst mal bewerten, wie dick ist. Ich muss erst mal meinen Tank begutachten. Genau. Das kriege ich ja noch hin mit so einem Endoskop oder wie. Und dann muss ich ja abschätzen, wie lange lasse ich denn jetzt. Ich muss das auf zweimal machen. Also wie lange lasse ich das pro Seite drin. Was ich jetzt zum Schluss noch anbringen möchte, ist, dass man Tanks auch reparieren kann mit dem Tanksiegel-Harz. Ist es so, wir haben speziell jetzt bei älteren Tanks, die auch mit viel Wasser waren, haben wir Durchrostungen. Und Durchrostung, der Rost arbeitet ja nicht flächenmäßig rein, sondern er bohrt Löcher rein. Ja, das heißt, die haben einen perfekten Tank, aber sie können sagen, dass jetzt zum Beispiel hier jetzt unten in der Sicke oder hier in den Backen, dass einfach ein Loch durchgeht. Ja, und das Loch kann man reparieren. In dem Bereich muss der Lack abgenommen werden. Das reicht im Endeffekt eine daumennagelgroße Fläche. Und gebe hier von außen auch das Harz mit drauf. Ja? Ja. Oder klebe, oder klebe das ab mit einem ganz einfachen Panzerband oder NATO-Band, klebe ich das von außen ab, beschichte ihn von innen. Nach 2 Tagen mache ich das Panzerband weg und gebe nochmal mit dem Pinsel das Tanksiegelharz auf diese Schwachstelle. Ja? Das gleiche mache ich natürlich auch mit den Bajonettverschlüssen. Das heißt, dass ich hier kann ich mit dem Pinsel nochmal nacharbeiten und das perfekt zu machen. Das ist alles möglich. So, natürlich auch große Durchrostungen. Wenn ich zum Beispiel eine Flächendurchrostung habe in einem Tank, wo ich nicht mehr schweißen kann, dann gehe ich her, strahle den, also sanft strahlen. Dann wird es in der Regel so sein, oder viele Tanks, die haben ohnehin ein Problem, die jetzt mit Unterbodenschutz behandelt worden sind. Ja. Dort hält nämlich der Unterbodenschutz und der Lack das alles noch zusammen und der Verschlammung, die im Tank ist. Sobald ich den dann befreie, sozusagen, habe ich wie ein Küchensieb. Auch solche Tanks sind reparierbar, indem ich von außen eine Glasfasermatte einarbeite. Ja, das heißt, ich streiche das Material auf, lasse es antrocknen, gebe die Glasfasermatte drauf und streiche das jeden Tag mal auf und somit, dass ich von außen den Tank wieder stabilisiere. Mit dem Lack, ja. Somit kann ich auch eine größere Fläche oder vielleicht mal eine Handfläche, große Stelle, wo der Tank weich wird, ja, kann ich wieder stabilisieren. Das ist ohne weiteres möglich.
Was sagt da der TÜV dazu? Bitte? Was sagt der TÜV dann dazu, wenn man so eine Reparatur durchführen würde? Was Ja gut, das, immer so eine Sache, das ist eine Frage, die hat mich jetzt noch, ehrlich gesagt noch niemand gefragt. Aber gut, wenn ein scharfkantiges Metall am Boden liegt und Sie fahren drüber und durchschlägt den Tank, verstehen Sie, alles kann passieren. Ja. Wo kein Kläger, kein Richter. Wo kein Kläger, kein Richter. Und letztendlich ist es so, wenn Sie Ihrer Arbeit sicher sind, was Sie gemacht haben, ja, dann wird es auch was werden. Ja. Also sehe ich kein Problem, das so zu reparieren. Ja. Andere Frage noch zu dem Bremssattel, weil der sieht ja wirklich sehr gut aus. Wie lange hat jetzt zum Beispiel der Rostumwandler da würgen müssen? Gut, wir haben das jetzt mit der Konzentration gemacht von 1 zu 10. Ja. Die 1 zu 10 Konzentration ist sehr scharf. Okay. Ja? Auch sag mal, wenn ich weiter runter gehe, zum Beispiel 1 zu 5 oder 1 zu 2, Ja. Solche Konzentrationen wende ich nur punktuell an. Das heißt, dort, wo ich wieder rankomme. Ja? Dort Zum Spülen quasi. Zum Spülen. Ja? Weil bei so einer hohen Konzentration bildet sich eine sehr starke Phosphatschicht. Okay. Ja? Unser Rostumwandler ist ja gleichzeitig Phosphatierung. Das heißt, wir arbeiten im Verfahren des Phosphatierens. Die Oberflächen sind phosphatierт. Das heißt, die Oberfläche hat einen Korrosionsschutz. Und je höher konzentriert ich das mache, desto mehr Phosphatschicht entsteht. Und es kann so viel werden, dass es sogar schmierig wird. Ja? Okay. Das ist dann zu viel. Ja. In so einem Fall muss ich mit der Konzentration runtergehen. Aber solche schwere Verrostungen, zum Beispiel jetzt wie bei dem Bremssattel, hier das Ergebnis nach 4-5 Tage. Ja. Okay. Ja. Also das muss schon entsprechend einwirken. Ja, ja. Gut, ich habe ja Millimeter tiefe Verrostung, so mehr. Hier. Ja. Das heißt, Sie haben das dann aufgepinselt. Also ich kann jetzt nicht... Nee, das war jetzt im Wasserbad. Schauen Das Sie, war im Bahn drin. Ja, Das heißt, Sie sehen passiert nichts. ja, Sie müssen also in dem Fall darf ich natürlich jetzt kein Rostumwandler auf die Zylinderoberfläche gehen, So, weil die weil- Zylinderfläche ist in der Regel chromatiert, ja, und die wird es natürlich auch mit wegnehmen. Genau. Ja, genau. Das darf Also nicht das geht passieren. nicht. Ja. Okay. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber zeigt letztendlich, dass es auch auf verschiedene Materialien wirkt. Es wirkt natürlich auch auf sagen wir mal, Chrom-Nickel-Stähle oder hochvergütete Stähle. Ja. Kann ich natürlich hier auch arbeiten. Ja. Okay. Und jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Hufeisen, wir haben jetzt hier, das was ich Ihnen einfach zeigen will, ist, dass es wird sich hier ein kleiner Schlick entstehen. Ja? Und dieser Schlick, der muss im Nachgang gereinigt werden. Ja, Ja? klar. Ja? Aber mit Wasser geht auch, oder? Reinigen. Ja, man kann das man kann das sowas reinige ich mit Wasser und trockne es. Ja? Im Tank komme ich nicht hin, dann nehme ich ein Aceton. Oder ich natürlich, wenn ich große Teile habe, wie sowas, kann ich auch einen Hochdruckreiniger nehmen. Ja? Wichtig ist dass eben dann, dass man jetzt nicht mit so hohem Druck arbeitet, dass man die Phosphatschicht, die jetzt noch nicht perfekt angetrocknet ist, dass man die gleich wieder mit runter macht. Ja. Ja. Sonst hätte ich es quasi blank und nicht in dem Arbeitsgang sogar mit beschichtet oder Richtig, ja, genau. Okay. Ja. Interessant. Ja. Wenn jemand macht solche Fehler, was dann passiert? Das ist jetzt das ist bewusst gemacht, der Fehler, um zu zeigen, wie man es nicht macht, ja, oder wie man es nicht machen sollte. Hier zum Beispiel steht jetzt eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit ist natürlich komplett ausgehärtet. Hier gibt es nur einen Nachteil, die Austrocknungszeit. Und ich sage 1 mm pro Woche. 1 mm. Also wenn Sie 5 mm Material drin stehen haben, dann dauert es 5 Wochen. Wenn Sie 10 mm Material drin haben, dauert es 10 Wochen, bis es durchgetrocknet ist. Ja. Das heißt, Sie können mit dem Tank nichts machen. Sie können danach nicht befüllen, Sie können ihn nicht einbauen, Sie müssen ihn austrocknen lassen. Ja. Kaufen Sie die Produkte selber direkt oder über den Handel? Über den Handel, ja. Über den Handel. Direkt und über den Handel. Wir haben hier Direkt auch. noch einige sagen wir, Bildmaterial vorbereitet, so wie es in der Praxis eben ausschaut. Das können Sie gerne nochmal durchschauen. Und Sie können gerne auf unsere Internetseite tankversiegelungs.de schauen. Dort sind eben auch die Arbeitsanleitungen mit dabei, auch Bildmaterial. Und dort ist auch ein Bericht, die Oldtimer Praxis
Rost raus veröffentlicht hat, ist auch zum Download. Hier einfach mal einlesen und entsprechende Informationen noch sich holen. Oder dann eben eine E-Mail schicken, wenn spezielle Fragen da sind, werde ich Ihnen beantworten. Sagen Sie zu den Additiven, was Sie erst im Vortrag nochmal gesagt haben. Ja. Also Würde ich das, kann ich kurz abschließen wollen? Ja. Okay. Sind jetzt noch Fragen hier? Eine Frage das ist eine sehr gute Kodierung. Kennt man jetzt auch für andere Metallsachen Auto nicht mehr? Weil das ist richtig gut vom Ding her. Ja. Also die Goldfield kann das oder sowas? Ja, dazu gibt es spezielle Farben auch. Ja. Aber da müssen wir uns dann später unterhalten. Okay, ja. also qualitativ sehr. Der Vorteil ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ich kann das natürlich so, wie es ist, natürlich für andere Anwendungen auch nehmen. Das Einzige, was es nicht ist, ist UV-beständig. Nicht UV-beständig. Das heißt, es muss immer überlackiert werden. Überlackieren, anschleifen, also komplett austrocknen lassen, anschleifen und dann in den Lackaufbau machen. Ja. Ja, das ist möglich. Sind noch weitere Fragen da? Ja, dann würde ich das jetzt beschließen. Dann können wir den nächsten Schritt machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen da sind, wir sind in der Halle 9. Dann beschließe ich das jetzt für jetzt. Bis jetzt. Vielen Dank für Ihr Kommen und für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Aus Rostumwandler wird Rostfix. Aus Tankversiegelung wird Tankfix. Gleicher Inhalt, neues Design. Thema Tankversiegelung. Ja. Ich habe eine Frage. Ich habe einen Tank von der Yamaha SH500. Der stand das Benzin ewig drin, ist aber eigentlich rostfrei. Also habe ich Glück gehabt. Stand ewig drin. Jetzt habe ich erstmal, weil ich das Benzin abgelassen habe, Ballistol gesprüht, damit er mal ein bisschen Öl schickt. Was mache ich denn jetzt am besten? Er ist rostfrei. Der ist rostfrei. Dann lassen Sie ihn, wie er ist. Ja. Setzen Sie in so einem Fall eben ein Korrosionsschutzmittel ein als Kraftstoffzusatz. Ja, okay. Das bieten wir an, das nennt sich Bactofin, das Produkt. Ja, okay. Das ist ein spezieller Korrosionsschutz mit drin, welches eben auch in der Phase, wo jetzt kein Kraftstoff ist, ein Korrosionsschutz mitbildet. Okay. Ja. Also quasi volltanken und dann diesen immer, Schutz rein. genau. Sie müssen schauen, dass Sie eben keine Tankatmung haben. Okay. Also Fahrzeuge nie halb oder mit Vierteltank stehen lassen, sondern immer über die Überwindungsphase voll machen und das Bactofin mit reinmachen. Okay. Ja? Weil ich habe da echt Glück gehabt, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so rostfrei ist. Ja, womöglich haben Sie jetzt einen Kraftstoff noch vor der Zeit des Bioanteils. Der ist noch in D-Mark gekauft worden. Ja, in D-Mark gekauft. Also das war noch verbleibter Kraftstoff. Ja. Das ist schon ewig. Ja. Bei solchen Kraftstoffqualitäten habe ich natürlich den Vorteil, dass ich habe es nicht geglaubt, mit dem Korrosionsschutz perfekt. Okay. Gab ja auch nie Probleme. Die ganzen Jahre zuvor gab es nie Rostprobleme mit. Ja, okay, stimmt. Es gab keine Rostprobleme im Stand. Es gab erst mit dem Jahrzehnten. Und es gab schon Rostprobleme, wo wir durch Tankatmung sehr große Mengen Kondensat entstanden ist, Wasserkondensat. Und letztendlich hier über lange Standzeiten sich eben das Wasser entfalten konnte. Ne? Dann gab es Lochfraß. Meistens gab es einfach punktuellen Lochfraß. Ja, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe echt perfekt, ja. Okay, Glück gehabt. Ja. Okay, das heißt, das habe ich hier. Ist hier drin? Nein, dazu muss ich habe im Detail... Aber den richtig versiegelt, oder? Ja, sehr gute Arbeit, ja. Wir haben das Bactofin Benzinstabilisator, das wäre das Produkt. Gut, jo. Haben Sie das hier noch verkauft schon auf der Messe? Ja.